In der heutigen Folge von Insights sprechen wir über das Thema Finance. Welche Finanzierungsformen gibt es für euch als Gründer, was es mit dem Finanzplan auf sich hat und warum Cashflow-Planung für euch extrem wichtig ist. Wir starten mit den Finanzierungsformen. Ihr habt sicher schon mal das Thema Eigenkapital gehört versus Fremdkapital, aber auch natürlich Förderungen, vor allem weil in Österreich Förderungen so beliebt sind. Starten wir mit dem Thema Eigenkapital. Beim Eigenkapital, und das ist die häufigste Finanzierungsform für junge Startups, geht es darum, dass ihr Anteile abgibt und gleichzeitig Gesellschafter und Investoren bei euch mit einsteigen. Dann haben wir das Thema Fremdkapital. Bei Fremdkapital geht es darum, dass ihr beispielsweise einen Kredit aufnimmt, dafür Zinsen zahlt. Eine Finanzierungsform, die eher unüblicher, vor allem für junge Startups ist, weil ihr sehr schwer an solche Kredite kommt. Als drittes, das Thema Förderungen. Österreich ist eines der beliebtesten Länder, wenn es um frühphasige Förderung geht. Sowohl für Research, als auch für Produktentwicklung, als auch für das Wachstum gibt es unzählige Förderinstrumente. Idealerweise kombiniert ihr Eigenkapital mit Förderungen und seid damit gut aufgestellt von Beginn an. Die Vorteile von Förderungen, Eigenkapital und Fremdkapital liegen auf der Hand. Bei den Förderungen haben wir eine große Bandbreite. Wir haben Zuschüsse, die ihr normalerweise nicht zurückzahlen müsst. Wir haben Garantien für einen Kredit. Es gibt geförderte Kredite, nämlich Kredite, die einfach begünstigt sind mit günstigen Konditionen, vor allem auch bei der Wirtschaftskammer abzuholen. Es gibt geförderte Unternehmensberatung, auch wiederum ein Instrument durch die Wirtschaftskammer. Und letztendlich gibt es sogar Förderstellen, die sich direkt bei euch beteiligen. Das sind vor allem Standortagenturen. Dann haben wir noch die EU mit den unzähligen Förderungen auf sehr hohem Level, EIC, EIT, Horizon 2020. Und natürlich auch die Wirtschaftskammer selbst, die verschiedenste Förderinstrumente für euch hat. Wenn ihr wissen möchtet, was gibt es für Förderungen hier in Österreich, aber auch darüber hinaus, geht auf unsere Seite und schaut euch die Förderdatenbank ab. Beim Fremdkapital ist das Thema so, dass wenn ihr sehr frühphasig seid, es sehr schwierig ist, diese zu bekommen. Später aber gibt es so Instrumente wie AWS-Garantien, wo ihr dadurch leichter Kredite von Banken bekommen könnt. Als letztes Eigenkapital. Klassisch Risikokapitalinvestments durch Venture Capital Funds, aber genauso durch Angel-Investoren oder Strategen. Das ist die häufigste Form der Finanzierung für Startups. Damit ihr natürlich Förderungen, aber auch Eigenkapital und selbst Fremdkapital für euch gewinnt, braucht es einen fundierten Finanzplan. Erstens, schaut, dass ihr den Finanzplan auf ca. 3 bis 5 Jahre ausrichtet. Auch wenn es nicht immer so einfach ist, je nachdem welches Produkt ihr habt, ist es wichtig, dass ihr euch damit beschäftigt. Zweitens, ein Finanzplan wird jährlich angepasst. Es ist nicht so, dass ihr jetzt einmal einen Finanzplan macht für 3 Jahre und das ist es, sondern jährlich schaut es euch einfach an. Passt das nicht, müsst ihr etwas anpassen. Und das kommuniziert ihr wiederum an eure Gesellschafter in Zukunft. Als drittes schaut ihr, dass ihr immer mit Szenarien plant. Von Worst Case bis zum Best Case ist es wichtig, dass ihr verschiedene Szenarien aufzeigt, vor allem auch für die Investoren, weil die möchten wissen, wenn das Wachstum nicht eintritt, was passiert dann. Wenn es um das Thema Wachstum jetzt geht, gibt es 2 wichtige Regeln, die im Startup-Kontext oft angewendet werden, vor allem um Wachstum darzustellen. Double thrice and triple twice. Was bedeutet das? Das heißt, dass ihr in den ersten beiden Jahren euren Jahresumsatz, euren sogenannten ARR, verdreifacht und dann in den 3 Folgejahren jeweils verdoppelt. Wachstum über alles ist nicht mehr so im Fokus von den Investoren da draußen. Das haben wir gesehen in den letzten Jahren, dass es nicht immer funktioniert hat. Aber ich wollte euch einfach noch zeigen, dass es eine Regel ist, um einfach so Hyperskalierung aufzuzeigen. Die zweite, sehr bekannte internationale Regel, wenn es um das Thema Wachstum geht, ist die Week-on-Week-Regel, quasi WOW, wo es darum geht, dass ihr euren Umsatz von Woche zu Woche um 10% steigert. Wenn ihr das schafft, eines dieser Wachstumskurven, die ich euch gerade gezeigt habe, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ihr Richtung Unicorn-Status geht. Das heißt, ein Startup mit einer Bewertung von $1 Milliarden aufwärts. Wie aber gesagt, die Investoren schauen nicht mehr auf Wachstum über alles, sondern Profitabilität, vor allem frühere Profitabilität, spielt eine wichtige Rolle. Deswegen lasst euch nicht vom Weg abbringen. Jetzt gebe ich euch noch ein paar Tipps aus der Praxis. Wenn ihr einen Finanzplan erstellt und zu einer Förderstelle geht oder zu Investoren, schaut auf folgende Punkte. Erstens, dass ihr der Förderstelle zeigt, dass es ohne dem Geld quasi nicht zu einer Umsetzung kommen kann. Zweitens, dass ihr Jobs in Österreich schafft. Hingegen bei Investoren zeigt sie, dass auch eine Umsetzung ohne ihr Geld möglich ist. Ich habe es vorhin schon kurz angesprochen, ein sogenanntes Hockeystick-Wachstum, sodass ihr wirklich hyperskaliert und Unmengen an Wachstum aufzeigt, ist nicht mehr für jeden Investor so entscheidend. Deswegen, es muss nicht immer quasi das sogenannte Hockeystick-Wachstum sein. Auch wichtig für euch, ein Tipp aus der Praxis, erfahrene Investoren rechnen sowieso 50% eurer Finanzzahlen runter. Und dann ist die Frage, ob euer Case noch immer interessant genug ist. Auch steht immer wieder im Raum, wann soll das sogenannte Break-Even erreicht werden? Wann schafft ihr quasi eure eigenen Kosten zu decken?
Das ist je nach Produkt unterschiedlich. Ihr müsst de facto nicht immer innerhalb der ersten 3 bis 5 Jahre den Break-Even erreichen. Wenn ihr beispielsweise ein Medizinprodukt habt, was 7 Jahre an Entwicklung und Forschung braucht, könnt ihr das gar nicht. Das heißt, je nach Produkt schaut ihr, was realistisch ist. Abschließend tun wir mit der Cashflow-Planung. Diese baut auf euren Finanzplan und wird wöchentlich gemacht. Es zeigt einfach auf, wie schaut es mit der Liquidität im Unternehmen aus. Habt ihr das Geld am Konto oder nicht? Nur weil ihr volle Auftragsbücher habt, heißt das nicht, dass das Geld am Konto ist. Und das ist einer der größten Gründe, warum Startups scheitern. Weil sie haben volle Auftragsbücher, aber nicht das Geld am Konto. Deswegen auf wöchentlicher Basis machen, sehr konsistent, mit Gewissen, schaut, dass quasi jedem Unternehmen auch weiß, wie es mit quasi der Performance auf sich hat, auch die Investoren, und dann können sie das Unternehmen viel besser steuern. Das war's mit der neuesten Folge von Insights, diesmal rund um das Thema Finance. Wenn ihr Interesse habt, auf unserer Webseite haben wir einen SV- und Steuerrechner sowie einen Finanzierungsratgeber. In unserer nächsten Folge von Insights geht es vor allem um ein Thema, nämlich Legal.